Meine lieben Zuckermäuschen, es geht wieder los. Ihr seid bei Dr. Slim, dem Low Carb Kanal, und heute gibt's eine Donauwelle. Und zwar mit ganz wenig Kohlenhydraten, natürlich kein Zucker, kein Mehl. Das ist ja meine Spezialität. Wie ihr vielleicht seht, ich bin ja noch mitten in der Diät oder in der harten Abnehmphase. Ich konnte mir jetzt schon hier in 48,50 mein Kochjäckchen kaufen und deswegen habe ich auch immer Hunger und ich freue mich so, dass es wieder eine Torte gibt und die werden wir gemeinsam kreieren. Um was geht's? Wir haben unten einen Käsekuchen marmoriert, dann haben wir eine schöne Schicht von einer Rumsahne. Wir packen Kirschchen drauf und imitieren eine Art Schokoladenguss. Hoffentlich ist es bald fertig. Lasst uns starten. Und zwar beginnen wir mit dem Kirschen. Es ist ja bald Kirschenzeit und da könnt ihr frische Kirschen nehmen. Oder ich habe hier jetzt die Kirschen von Natren aus dem Gläschen und da machen wir uns jetzt so eine kleine Marmelade, ein kleines Kompott, das wir ein bisschen andicken. In einem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man Marmeladen Low Carb macht mit nur 5 oder 6 Kohlenhydrate, also nur die Kohlenhydrate der Frucht pro 100 Gramm. Das machen wir dann mit Apfelpektin, mit Calciumcitrat, um dann eine Gelierung reinzukriegen. Aber das wird es demnächst geben. Kann ja nicht alles auf einmal passieren. Das ist diesmal so easy. Wir brauchen nur Schattenmorellen oder Kirschen entsteint und zerkleinert. Dann habe ich hier noch Kirschen für die Deko übergelassen nachher, Kirschensaft, einen Tortenguss, dann unsere Mischung Karamellsirup Erythrit, erkläre ich gleich nochmal genauer. Tonkabohne, ein bisschen Zitrone und etwas Vanille und los geht die Sache. Wir bereiten den Kirschguss zu und geben einfach das Säftchen hier hinein. Dann nehmen wir so ein halbes Päckchen von dem Tortenguss, etwas Erythrit, von der Zitronenschale etwas, eine Bourbon Vanille, für den guten Geschmack nehmen wir noch Tonkabohne. Die reiben wir uns einfach hier hinein. Das ist so ein schönes, nussiges, rumartiges Aroma. Ein kleiner Spritzer Zitrone und das Ganze verrühren wir jetzt. Das stellen wir uns parat mit den Kirschen und machen es à la Minute dann heiß, um es dann in die Torte zu füllen. Das kochen wir jetzt kurz auf, bis es geliert und geben dann die Kirschen dazu und stellen es kühl. Ich zeige euch das gleich. Das geht rucksdizucks und schon kocht es und die ganze Masse hat schon geliert. Da geben wir einfach dann die Kirschlein dazu. Meine Lieben, die Masse ist jetzt fertig, fängt an zu gelieren. Wir füllen sie noch in einen Spritzbeutel um. Ihr könnt auch eine andere Plastiktüte nehmen und die als eine Art Spritzbeutel heranziehen. Für später brauchen wir noch zum Dekorieren der Torte auch einen Spritzbeutel. Dazu schneiden wir uns einfach hier beim Spritzbeutel so ein kleines Stückchen ab und tun dann die Tülle einfach hinein. Schieben es hier bis zum Ende und da kommt nachher unsere
schöne Rumsahne rein, die wir dann mit Tupfen dekorieren können. Lasst uns kurz abfüllen. So, das solltet ihr schon etwas vorher machen, denn es soll abkühlen, nicht dass uns nachher die Creme zerläuft, wenn wir das in die Creme, also als Tupfen hineinspritzen. Wenn ihr in ein Essen nichts hineingebt, was mehr als 5 oder sagen wir 8 Kohlenhydrate pro 100 Gramm hat, dann kann nachher das Gesamtergebnis pro 100 Gramm auch niemals über 5 oder 6 hinausgehen, sondern ist meistens noch unten und drunter bei Torten, wenn man noch Eier hinzugibt. Das Maximale, was ich zugebe, ist eigentlich Quark. Das hat 5 Kohlenhydrate oder 6 Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Aber das mildert sich dann ab, sodass wir bei den Torten auf sage und schreibe 3 oder 4 Kohlenhydrate pro 100 Gramm kommen. Das ist einfach unschlagbar. Und trotzdem haben wir den vollen Geschmack. Lasst uns weitermachen mit der Käsekuchenschicht. Wir kommen zum Glanzstück, und zwar der Käsekuchenschicht nach einer Art New York Cheesecake, aber ganz low fat, und wir geben ein bisschen Stärke dazu, denn Erythrit hat einfach nicht diese Bindungsfähigkeit wie Zucker. Und deswegen müssen wir noch einen kleinen Binder dazugeben, aber in dem Fall nur ein 3/4 Päckchen. Für mich müssen Torten schnell gehen. Als Profi geht es sowieso relativ schnell, aber sie müssen auch einfach sein. Deswegen habe ich versucht, euch das in kleine Schritte aufzuteilen, und ihr könnt es Step by Step machen, den Käsekuchen vielleicht auch schon einen Tag davor, alles möglich, und dass er schön auskühlt. Wir werden jetzt den Käsekuchen zubereiten. Und das letzte Mal in meiner Rhabarber-Karamellsahne habe ich euch ja gezeigt, wie man einen Käsekuchen nachher stutzt, damit der Boden unten schön als Ersatzboden wirkt. Jetzt habe ich des Nachts plötzlich eine Eingebung gehabt. Ich brauche gar nicht stützen. Es ist für euch einfacher für euch. Ich lege einfach ein Pappe drunter und ich zeige euch das. Wir brauchen also eine 20 cm Form. Der Kuchen wird auch 20 cm dann im Durchmesser. Wir brauchen nachher einen Tortenring, um das Ganze zu stabilisieren. Es geht auch eine Plastikfolie. Zeige ich euch mal demnächst, wie man das machen kann. Und wir müssen das mit Backpapier das Ganze auslegen in den vorgeheizten Ofen bei 210 Grad, der mit Wasser gefüllt ist. Step by Step. Kommt, ich zeige es euch. Ich habe hier ein Backpapier. Das habe ich einfach gefaltet. Einmal in der Mitte, dann nochmal. Und dann tut es übers Dreieck und nochmal. Wie so eine kleine Tüte. Und dann schneidet ihr ein Rund aus. So. Und da, 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 da. Le voilà. Es ist rund geworden. Das packen wir nun in die Form. Die haben wir so ein bisschen mit Wasser benetzt. Dann hält das Backpapier einfach viel besser. So, ich gehe hier im Rund herum. Biege das Backpapier so ein wenig hier hinein. Das muss nicht hundertprozentig sein. So genügt es schon. Traut euch auch ein bisschen schludrig zu sein beim Tortebacken. Es verzeiht so viel, man denkt es gar nicht. Selbst die Mengen, man muss sie nicht hundertprozentig beachten. Das ist eine mehr. Es geht meistens auch so, wird halt die Torte ein bisschen weicher, ein bisschen härter. Aber Hauptsache es schmeckt. Und learning by doing, sage ich immer. So, das haben wir fertig. Jetzt kommt meine neue Kreation. Entweder ihr nehmt so eine Tortenunterlage und schneidet die aus, genau im 20 cm, oder nehmt einen Pappteller, schneidet den aus, genau 20 cm, dafür legt das einfach drauf, fahrt einmal rum, gut ist es. Ich habe jetzt noch so hübsche silberne Deckel von einmal Metzgerschalen gefunden, ganz preisgünstig. Das hier kostet 1 Cent und normales Cakeboard, was ihr hier seht,
Das kostet 1,80. Also, bitte. Dann legen wir diesen Boden hier rein, in das Backpapier. Und das wird nachher unser Tortenuntergrund. Dann können wir das Backpapier einfach wegziehen und alles ist gut. Das ist natürlich lebensmittelecht, so wie auch jede Tortenunterlage. Jetzt geht's los. All in one pot. Ich zeige euch die Zutaten, die wir dafür brauchen. Für den leckeren marmorierten Käsekuchen nehmen wir 500 Gramm Schichtkäse oder normalen Quark. Dann nehmen wir eine Creme légère oder eine saure Sahne. Da reichen 150 Gramm, 3 Eier, ein Dreiviertel Päckchen vom Pudding. Ich habe jetzt mal Vanillemandel genommen. Sahnepudding ist auch sehr lecker. Dann nehmen wir vom Monin 50 Milliliter. Das ist dieses kleine Zuckeraustauschwunder ohne Zucker. Dann haben wir 50 Gramm Erythrit-Stevia-Gemisch. Und zwar besteht es aus Erythrit und Stevia. Und zwar Stevia-Extrakt. Und zwar im Verhältnis 1 Kilo Erythrit zu 5 Gramm Stevia-Pulver. Ich verlinke euch das aber wie alle anderen Zutaten unten sehr gerne. Dann gibt es die Finesse Vanille, etwas Orange, Zitrone, etwas Backpulver mit Salz schon vermischt. Dann haben wir 30 Gramm Backkakao, damit tun wir 1/3 der Masse einfärben und etwas Wasser für die Form. Ihr wisst ja schon, das ist mein Lieblingsspruch und zwar all in one bowl. Das liebe ich, das ist so einfach. Wir packen jetzt alles in eine Schüssel. Und zwar beginnen wir mit dem Magerquark. Ich gieße da immer so gerne das Wasser ein bisschen ab. Hinein. Unsere Légère Creme Fraiche. Bis zum letzten. Schön hinein. Dann nehmen wir ein Dreiviertel Päckchen von dem Pudding. Ups. Wir nehmen unseren 3 Eierchen, aber ohne Schale, wenn es geht. Zack, schlagt an einem harten Kante auf, dann kann euch eigentlich nichts passieren. So, wir nehmen die 50 Milliliter vom Karamellsirup, die 50 Gramm vom Erythrit-Stevia-Gemisch. Dann geben wir unsere leckeren Aromaten dazu, und zwar die Vanille, die Orange und die Zitrone. Und den Kakao, den machen wir uns erst rein, wenn alles verrührt ist. Dazu geben wir es in die KitchenAid oder ein Handrührgerät oder von Hand geht es auch. Ich schlage es jetzt kurz hier durch. Und schlage die Masse nur so lang, bis sie wirklich homogen verbunden ist. Etwas Backpulver mit dem Salz vermischt. Und den Kakao, den machen wir uns erst rein, wenn alles verrührt ist. Dazu geben wir es in die KitchenAid oder ein Handrührgerät oder von Hand geht es auch. Ich schlage es jetzt kurz hier durch. Und schlage die Masse nur so lang, bis sie wirklich homogen verbunden ist. Ein Drittel der Masse hier rein. So. Sehr schön. Die färben wir jetzt mit dem Kakaopulver ein. Na gut, ich sehe, da müsst ihr schauen, wie sehr ihr das dunkel haben wollt. Und es ist kein Hexenwerk. Einfach verrühren. Das zeigt sich auch ein bisschen klumpig. Macht nichts. Das verläuft bei der Hitze alles. Nehmt's nicht so genau. Take it easy, altes Haus. Lasst uns die helle Masse einfüllen. Jetzt rütteln wir das Ganze und mit einem großen Löffel geben wir jetzt so einzelne
Kleckse. Und dann kann man es etwas vermischen. Ja, das ist euch überlassen, was ihr für ein schönes Muster wollt. Ich streiche das hier so ein bisschen einfach glatt, wie ein Rochade-Muster. Wir lassen uns überraschen, was beim Anschnitt rauskommt. Aber ich finde, alles ist schön, was rauskommt. Es ist nämlich individuelles Design. Ab in den Ofen damit. Der ist schon vorgeheizt bei 210 Grad. Wir brauchen etwas Wasser, um in die Form zu geben, damit der schön und langsam aufgeht im Dampf. Achtung, könnte heiß werden wegen dem Dampf. Und hinein. Klappe zu. Jetzt mal 20 Minuten bei 210 Grad. Danach drehen wir es runter auf 160 und lassen es nochmal 20 Minuten wunderbar aufgehen. Wir sind sozusagen auf der Zielgeraden. Der Käsekuchen hat schon abgekühlt. Ich löse ihn jetzt aus der Form und packe ihn mit meinem allseits beliebten Tortenretter auf hier auf ein anderes Cakeboard. Ihr könnt es aber auch direkt so lassen. Ich finde so ein Cakeboard eben schön und geschickt. So, jetzt lösen wir den Rand vorsichtig. Und durch den Kakao ist er auch schön kompakt geworden. Denkt dran, es ist ein Naked Cake, also seid hier vorsichtig beim Lösen, weil diesen Rand sieht man nachher. Man soll also wirklich fast alles dran lassen. Und ihr seht schon, das Backpapier ist jetzt unter unserem hergestellten Pappteller. Das heißt, alles wunderbar. Wir nehmen einen Tortenring, 10 cm, packen ihn drüber und ziehen ihn zusammen. Wer will, kann jetzt hier noch ein bisschen den Käsekuchen in Form bringen, so dass er bis zum Rand hingeht, dass wir nachher wirklich eine ganz tolle Optik haben. Wenn der oben ein bisschen kaputt geht, macht gar nichts. Da kommt ja gleich die Creme drauf und das sieht man dann nachher nicht mehr. Da kann man ruhig ein bisschen schummeln bei Torten. Bei Kuchen muss man exakt sein, aber die Torten werden ja wie ein Dessert nachher geschichtet. Und deswegen bin ich auch als Koch für solche Torten prädestiniert. Das ist ja eine Art Dessert, eine Art geschichtetes Dessert. Kuchen, da brauchen wir schon meistens Mehl. Wir können es auch mit Mandelmehl machen, da mache ich schon auch mal was. Aber es hat nicht diesen Schmelz von dem Mürbteig dann, aber es geht auch. Nur das hier finde ich die beste Art. So, das soll sich schön elastisch anfühlen und das packen wir jetzt nochmal in den Kühlschrank, bis wir die Creme drauf geben. Es soll wirklich nur noch lauwarm sein, dass die Creme nicht zerschmilzt. Mit großen Schritten geht es zur Vollendung unserer Donauwelle. Dafür machen wir noch den kleinen Schokoguss, ein Schokoimitat quasi, ohne Zucker, und wir emulgieren selber mit Kakaopulver. Was machen wir? Wir geben 20 Gramm Kakaopulver in ein kleines Töpfchen. Wir geben etwas Vanille dazu. Dann habe ich hier, muss selber mal schauen, da habe ich hier 20 Gramm von einer Kakaobutter. Ihr könnt auch ein Palmöl nehmen. Es soll halt ein festes Öl sein. Geben wir hier mit dazu. Dann haben wir hier insgesamt 20 bis 30 Gramm von der Zuckermischung, Erythrit Stevia und Karamellsirup. Das könnt ihr so machen, wie ihr es wollt. Ein bisschen eine Süße, wer es ein bisschen herber will, der macht es mit weniger. Und das Ganze erhitzen wir und tun dann genauso viel Sahne rein, wie die Konsistenz es bedarf. Ungefähr 20 Milliliter. Das Ganze bringe ich zum Schmelzen.
Profikoch bin ich es ja gewöhnt, Showcooking zu machen, vor Tausenden von Leuten auch. Aber das hier ist nochmal eine andere Nummer, muss ich zugeben. Hier muss ich Technik machen, hier Kamera, Licht, hier brennt's, da brennt's, oh la la. Aber ich denke, es lohnt sich und wir managen das und learning by doing, sage ich da immer, denn ich bin die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe. Spaß muss sein, oder? Soweit alles fertig und ihr müsst zugeben, es geht doch schnell und es ist einfach. Jetzt machen wir unsere Rumsahne, die dann schön mit den Kirschchen quasi gespickt wird. Und meine Cremes sind immer angelehnt an klassische Buttercremes. Die gehen eigentlich mit Butter und Pudding. Aber meine Lieben, da ist Zucker drin, da ist Butter jede Menge drin, das hat Fett und Carbs und meine Cremes haben fast die gleiche Konsistenz, den gleichen zarten Schmelz. Und zwar arbeite ich mit der Rama-Sahne 19%ig. Haben wir da schon mal gespart im Vergleich zur Butter. Und ich mache eine Art Quark mit Gelatine oder mal ein Pudding mit Gelatine noch und vermenge das. So geht auch eine Buttercreme, nur ich nehme verschiedene Komponenten. Was dabei rauskommt, ist für mich fast eine Buttercreme. Was brauchen wir jetzt also dafür? Das ist hier die Exquisa mit ganz wenig Fett oder irgendeinen anderen fettarmen Frischkäse. Wir nehmen die Crème Légère, die wir schon kennen, dann die Rama 19%ig oder eine andere fettarme Sahne. Dann kommen wir zum ungefähr 30 Gramm Erythrit Stevia Gemisch und der Monin-Sirup. Da möchte ich mal kurz noch drauf eingehen. Es gibt auch von der Industrie hier schon fertig Erythrit und Stevia gemischt, zum Beispiel hier in diesen kleinen Beutelchen. Aber wenn man das aufrechnet, dann kostet hier das Kilo 40 € von diesem Zucker. Wenn wir es selber machen mit einem Stevia-Extrakt und Erythrit, und wir da günstig einkaufen, dann kommen wir insgesamt auf 7 € pro Kilogramm. Also fast nur ein Zehntel. Also wenn ihr da dabei bleiben wollt, bestellt euch das irgendwo Extrakt und Erythrit und mischt es, dann seid ihr beim ganz tollen Zuckerersatz. Dann haben wir noch den Monin Karamellsirup, Rum Aroma oder wer es kann und darf, nimmt auch einen richtigen Rum. Ich habe jetzt einen Whisky, schmeckt genauso gut. Ein bisschen Vanille, Zitronenschale und den eingeweichte Gelatine. Ab geht die Post. Wir schlagen die Sahne steif und geben all unsere restlichen Zutaten mal in ein Schüsselchen. Das wäre der schöne Frischkäse hier, ganz fettarm. Dann unsere Crème Fraîche Légère. Die packen wir auch rein. Nehmen auch alles mit dem Gummispatel geht es am besten. Da können wir alles schön auskratzen. Dann tun wir das Erythrit Stevia Gemisch dazu. Wir packen unseren Karamellsirup rein. Dann eine schöne Vanille. Und ihr wisst, ich mag es gern üppig. Deswegen tun wir noch hier frisch gemahlene Vanille rein in dieser Vanillenschotenmühle. Die Gelatine, die ist gut eingeweicht. Da gießen wir das Wasser ab und pressen sie etwas aus. Ein Schuss vom Rum oder vom Rumaroma dazu. Schaut wirklich nicht viel. Und schlagen in der Zwischenzeit die Sahne. Die Sahne ist wunderbar geschlagen. Tut immer ein Tuch oder so ein Schüsselchen legen, dann rutscht es euch nicht davon.
Wenn ihr das verrührt, dann seht ihr, die Masse wird schon relativ fest. Und dann gießt ihr im Strahl die flüssig gewordene Gelatine dazu. So. Und immer dabei rühren, während ihr die Gelatine einfließen lasst. Und keine Angst, Gelatine ist kein Wunderwerk, kein Hexenwerk. Einfach rein. Das sieht jetzt für eure Verhältnisse wahrscheinlich sehr flüssig aus, macht aber nichts. Wenn die Sahne dazu kommt mit der Gelatine, das bindet ab. Wir füllen nun einfach diese Sahne hier in diese Gelatine-Creme. Mutig, mutig, mutig und auch alles schön auskratzen. Dann heben wir das vorsichtig unter. Gerade so lange, bis sich's verbunden hat. Ihr seht dann schon, wenn ihr es macht, dass die Gelatine schon anzieht. Denn bitte, die Zutaten müssen alle sehr kalt sein, denn die Gelatine ist ja erwärmt worden. Und jetzt seht ihr, haben wir schon, ja, jetzt haben wir schon eine schöne Creme. Und die wird nachher wunderbar im Kühlschrank hart werden, beziehungsweise genau die richtige Konsistenz haben. Wir füllen uns noch etwas ab in den vorhin vorbereiteten Spritzbeutel. So, dann machen wir uns ein paar schöne Tupfen runter. Ihr könnt hier so dieses am Schluss, könnt ihr ein bisschen umklappen, ups, und dann etwas nachdrücken. Und so lasst ihr das einfach hier drin, bis wir es nachher brauchen. Halleluja! Die Torte kann nach dem Baukastenprinzip jetzt zusammengesetzt werden. Das ging doch schnell. Ich kontrolliere gerade noch mal die Temperatur von der Schokolade. Ich habe hier so einen kleinen Oberflächentemperaturscanner. Also wer da was investieren will, wer häufiger backt, das lohnt sich. Da kann man die Oberflächentemperatur feststellen. Da sind wir jetzt gerade bei 22 Grad und das ist wunderbar. Wenn die abkühlt, dann wird die richtig fest. Schaut mal, die ist jetzt schon ja, gerade so am Festwerden. Ideal. Hättet ihr gedacht, so einfach macht man selber Schokolade. Jetzt in den Käsekuchen, den wir uns kurz noch vom Backpapier lösen. Das war ja dieser kleine Hack. Ich fahre hier unter dieses Pappteilchen und zack, wunderbar kann ich das hier alles lösen. Ich habe noch mal ein kleines Cakeboard, einfach zur Präsentation, ist das schöner. Macht es hier drauf, schwupps, alles gut im Ring drin. Naked Cake vollenden. Wir geben dazu einfach die vorbereitete Rumsahne hier großzügig rein. Ihr seht, die hat schon ein bisschen oder fast schon angezogen. Das ist wunderbar, so wollen wir das. So. Jetzt, ich habe unten wieder meinen berühmten Drehteller und da drehe ich den Teller und streiche die Creme etwas flach, noch nicht ganz hundertprozentig, weil jetzt kommen ja noch die schönen Kirschen, soll ja eine Donauwelle werden. Die haben wir uns schon vorbereitet. Ich schneide hier oben jetzt an der Spitze, schneide ich einfach so ein bisschen was ab und mache mir jetzt kleine Löchlein. Vielleicht nicht so unbedingt in der Mitte, dann lässt sich die Torte nachher besser schneiden. Und in diese Löchlein spritze ich jetzt die Kirschen. Ganz easy. Wenn was daneben geht, kein Problem. Das ist wie beim Kleistern, kann man alles wieder beheben.
So, na, ein bisschen habe ich noch übrig. Zu viel will ich jetzt nicht reintun, aber das eignet sich ja auch toll, um es nachher nebendran noch zu präsentieren oder aufs Brot, beziehungsweise aus Low Carb Brot oder unter den Quark gemischt. Ganz tolle Sache. So, jetzt drücke ich hier diese Kirschelchen so ein bisschen runter. Mit dem Drehteller geht es natürlich einfach und verstreicht das Ganze relativ glatt. Le voilà. Darüber packen wir jetzt unsere sogenannte oder selbstgemachte Ganache. Schön gleichmäßig. Ich habe es jetzt schon im Gefühl. Das wird toll. So, ein bisschen lassen wir uns drin für die Verzierung. Dann nehmen wir wieder hier so eine Palette oder was in der Richtung. Und jetzt ganz vorsichtig, so dass die untere Schicht nicht erkennbar ist, verstreichen wir das. Das erfordert jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber wenn man ein bisschen durchsieht, auch nicht so schlimm. Ich will es für euch und für mich natürlich jetzt aber auch ganz schön machen. So, haben wir schon eine schöne Schicht. Ich wollte jetzt noch ein Wellenmuster machen, probieren wir mal. Ja, lassen wir es lieber. Wir verzieren es, innen drin hat schon genug Wellen. Wir verzieren es jetzt noch mit ein paar Tupfen. Haben wir uns ja vorher schon vorbereitet. Dazu hier einfach drehen, sodass das relativ stramm ist. Und dann machen wir hier schöne große Tupfen. So, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Machen wir hier noch so einen Kreis außenrum. Da ist eurer Fantasie freien Lauf gelassen. So, die Kirschen setzen wir uns jetzt hier drauf, die wir übrig gelassen haben. Plumps, die Bums. Habe ich hier ein bisschen einen Cheat, ein kleiner Knuspermix. Machen wir hier außen rum. Oh lala, es regnet. Das sind auch nur wieder 3-4 Gramm echter Zucker, aber bitte, man gönnt sich ja sonst nichts. Da habe ich hier so ein kleines Pülverchen, das fülle ich ganz vorsichtig in ein Sieb, so ein Metallic-Pulver, und dann pum 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 streue ich da noch ein bisschen rote Farbe drüber. Was sagt ihr? Fertig ist unsere Donauwelle. Ab in den Kühlschrank und dann probieren wir sie nachher. Mal schauen, wer heute Zeit hat. Ist es die Kerstin? Ist es meine Nachbarin? Bin ich alleine? I don't know. We will see. Sie ist fertig. Jetzt lösen wir sie aus der Form. Und zwar gehen wir da mit einem Messer, das wir vielleicht unter heißem Wasser kurz wirklich warm machen, gehen wir hin und lösen es und fahren hier ganz vorsichtig am Tortenring entlang. So, dann lösen wir den Tortenring. Ta 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 ta! Da ist das Prachtstückchen. Sieht doch gut aus. Die schneiden wir jetzt natürlich auch gleich an. Und zwar gehe ich da gerne erstmal mit einem ganz scharfen Messer in der Mitte durch, dass ich es halbiere. Schau mal, ob es geht. Es hat funktioniert. Nach jedem Schnitt
bitte das Messer sauber machen. Meine Nachbarin, der schneide ich auch ein Stückchen ab und bringe es ihr dann rüber. Ich habe mir noch hier einen frisch gebrühten Eistee gemacht und jetzt schlage ich hier unbarmherzig zu. Dieses Stückchen hat 180 Kalorien und vielleicht 3 oder 4 Kohlenhydrate. Es ist eine Sensation. Let's try it. Mhm. Mm. So zart im Schmelz. Mm. Oh, oh. Jetzt nehme ich mir noch mal ein Stückchen. Ich habe Kohldampf. Ich habe es ja auch verdient mit meiner Diät von der leckeren Donauwelle. Oh, oh, oh. Wer hat von meinem Törtchen genascht? Schaut euch das an. Da fehlt schon wieder eine ganze Menge. Kerstin, Ja, komm du mal bitte. ja, ich komme. Da bist du ja. Sag mal, hast du von der Torte genascht? Ich? Immer diese Verdächtigungen. Natürlich nicht. Aber ich seh's doch Ach, da. Quatsch. Da ist Was doch- siehst du? Guck mal, da ist alles voller Torte. Was ist denn das? Oh, ich weiß auch nicht, wie das da hinkommt. Ja, ja. Spaß. Das ist meine tolle Busenfreundin wieder, die Kerstin. Und die probiert mal. Weil auf mein Urteil kann man sie ja nicht unbedingt 100% Ich habe ja schon verlassen. probiert, wenn ich es ehrlich zugebe. Und Ja. es ist so lecker, Leute. Aber jetzt noch mal ein großes Stückchen für dich. Ja, So. und ganz offiziell. Ja. Oh, machen wir es ein bisschen größer. Darf gern ein bisschen größer sein. Hat doch auch nicht viel Kalorien, Nur oder? wieder wie immer 180 Kalorien Hm. und fast keine Kohlenhydrate. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Hm. Himmlisch. Leute, einfach himmlisch. So macht Diät richtig Spaß. Mhm. Für meinen Geschmack ist sie ein bisschen zu wenig süß. Ich habe unten auf der Rezept-Zutatenliste das Erythrit und das Stevia und den Monin-Sirup ein bisschen angehoben, weil die Schokolade raubt doch die Süße. Ach, mir ist es so angenehm so. Ja, wer es ein bisschen herber mag, ist okay, aber ich habe es angepasst. Ihr könnt es individuell machen. Aber schmecken. Hm. Schmecken tut sie himmlisch. Mm. Allerdings. Und das für Diät. Also meine Lieben, wir sagen danke fürs Zuschauen und besucht uns doch bald mal wieder in unserer kleinen Küche. Und macht den Daumen hoch und abonniert den Steffen bitte. Danke, ciao. Wer braucht schon das schwere Original, wenn man so eine leichte Version haben kann, die fast genauso gut, wenn nicht sogar noch besser schmeckt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr macht's nach und gebt mal ein Stück euren Freunden und Bekannten. Ihr werdet die Königinnen und Könige der Backkunst in eurer Verwandtschaft sein. Froh, dass wir zusammengekommen sind. Ich bin froh, dass ihr Teil der Community werden wollt. Was ist Low Carb? Wie ernähre ich mich? Wie kann ich schlanker werden? Ich habe da auch schon Videos kurze drüber gemacht und erklärt, Diät, Low Carb, von meiner medizinischen Standpunkt und von meiner eigenen Erfahrung natürlich. Wie findet ihr mein neues Jäckchen? Habe ich selber geschneidert. Ist das nicht toll? Ich finde, es sieht fast aus wie Gucci. Ja, schaut mal wieder rein. Bis bald in diesem Theater.
I am what I am. I am my own special creation. I do my cakes at special occasions. It's my world, and I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life is not worth a damn till you can shout out, I am.